Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal Was tun, Herr Ingenieur. Heute geht es um ein spannendes Thema. Ihr wisst ja alle, Google sammelt viele Daten von uns im Internet. Aber nicht nur irgendwelche Cookies im Browser, sondern auch über eure WLAN-Netze. Google sammelt ganz aktiv Daten von uns, wenn wir uns durch die Welt bewegen mit unseren Android-Handys und wenn Google mit ihren Street View-Autos durch die Gegend fährt. Dann werden nämlich die WLAN-Netz-SSIDs mitgescannt und protokolliert und in eine große Datenbank gepackt. Wie ihr das verhindern könnt, dass euer eigenes WLAN getrackt wird, das erkläre ich euch. Warum macht Google das überhaupt? Die Idee dahinter ist eigentlich Komfort für uns alle, weil GPS-Daten in Stadtgebieten und in Häuserschluchten und wenn man in Räumen ist, so gut wie gar nicht gut funktioniert, nutzen eben diese Dienste die WLAN-Karte dann, um sich dennoch zu orientieren und eine bessere Ortung möglich zu machen, so dass man quasi auch ganz ohne GPS auch noch eine Ordnung hinkriegen würde. Das spart erstens Akku und zweitens hat man viel höhere Präzision in der Ortung, wenn man eben Maps benutzt und sich navigieren lässt. Nachteil davon ist gleichzeitig, dass die Daten von privaten Netzen eben dazu genutzt werden, ohne dass die meisten überhaupt wissen, dass sie Teil einer Datenbank geworden sind. Was man dagegen tun kann. Als Google das eingeführt hat, und das ist schon einige Jahre her, hat es einige Proteste gegeben, dass das einfach gemacht wurde und diese Daten eingesammelt wurden. Daraufhin hat Google eine Möglichkeit geschaffen, dass man explizit sagen kann, dass die eigene SSID bitte nicht in die Datenbank soll. Jetzt war das Problem, wie löst man das praktisch? Also schreibt man da einen Brief, eine E-Mail an Google und sagt hier, ich möchte nicht. Das wäre zu kompliziert gewesen. Außerdem, wenn man seine WLAN-SSID mal ändert, dann müsste man das ja wiederholen und so weiter. Und Google ist damit einer Lösung gekommen, die super praktikabel ist, die ganz einfach umzusetzen ist und die für jedermann ohne große Probleme funktioniert. Auch wenn man mal seine SSID ändert. Der Trick mit NoMap. So, und dann stellen wir das auch gleich in unserer Fritzbox mal ein. Also das geht hier bei WLAN Funknetz und dann über die Einstellung der SSID. Das hier ist nicht meine echte SSID und meinen WLAN-Schlüssel habe ich auch rausgelöscht. Das ist bei euch natürlich anders. Aber vom Prinzip her müsst ihr jetzt nichts weiter tun, als an eure SSID folgende Buchstabenkette dran zu hängen. Und zwar ein Unterstrich und dann NoMap. N-O-M-A-P. Das ist die Vereinbarung mit Google. Also diese, was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buchstaben. NoMap. Sowohl bei dem 2,4 GHz als auch hier nochmal beim 5 GHz. Wenn ihr noch ein weiteres WLAN habt, dann da auch. So, das war's eigentlich schon mit einem ganz kleinen Haken. Wenn ihr das nämlich jetzt so ändern würdet bei euch oder wenn ihr das so ändern wollt, dann müsst ihr leider sämtliche Geräte, die ihr habt, natürlich neu mit eurer Box verbinden. Das heißt, den Geräten sagen hier, es gibt eine neue SSID, das ist die neue. Ist aber nicht so schwierig. Einfach hier auf Infoblatt drucken klicken, dann öffnet sich die neue Seite. Dann kriegt ihr einen QR-Code und könnt euch die neue SSID in euren Mobilgeräten einfach scannen. Bei ein paar Geräten, wo das nicht möglich ist mit dem Scannen, da müsst ihr es dann leider per Hand eintragen. Aber das ist auch das Einzige, was ihr da tun müsst. Der Rest übernimmt eben Google. Ab dann ist eure SSID in keiner Datenbank mehr vorhanden, beziehungsweise es wird gar nicht erst gespeichert. Also sollte irgendein Google-Gerät eine WLAN, eine SSID scannen, die mit Unterstrich NoMap endet, dann wird die nicht in die Datenbank eingetragen. Jedenfalls so das Versprechen von Google, aber es gibt viele Dinge, die wir nicht kontrollieren können und die müssen wir einfach glauben. Und das ist eine davon. Ich habe es immer gemacht bei mir, weil ich finde die Idee nicht so gut, dass das alles miteinander verknüpft ist. Ich habe zum Beispiel nichts gegen Google Street View. Ich finde das eine tolle Sache. Ich nutze das ganz oft und habe auch gar nichts dagegen, dass die da in meiner Straße mal das Haus gescannt haben, in dem ich wohne.
Und das ist in Ordnung. Aber dass man gleichzeitig auch noch verknüpft, welche WLAN-ID genau an dem Ort ist, das finde ich dann ein bisschen viel. Also dann wird eben GPS ein bisschen ungenau und ich kann damit leben, wenn es nicht so gut funktioniert. Jetzt kommt noch ein kleiner News-Flash zum Fritzbox Labor und zur neuen FritzOS 8.2. Und zwar ist so, dass die Fritzbox 8.2 Version nun auch auf der Fritzbox 6660, also der Cable-Variante, und der 6591, also der 6660 und der 6591, verfügbar ist als Final Release. Das ist jetzt also wirklich eine offizielle Version, keine Laborversion mehr. Und hier nochmal die Liste sämtlicher Fritzbox Laborvarianten. Was ich besonders interessant finde, sind auch schon ein paar ältere Boxen jetzt auch nochmal damit aufgetaucht, also die 7520 und in den beiden Typen und sogar die 7510 hat auch nochmal eine Laborversion bekommen. Die ist ja schon eher eine etwas ältere und kleinere Box. Also für diejenigen, die die Box haben, bestimmt sehr interessant, nochmal hier auf die letzte Version gehoben zu werden. Außerdem sind eine ganze Menge Repeater dazugekommen, also die üblichen Verdächtigen, aber auch ein paar ältere Varianten. Also da könntet ihr auch nochmal gucken, ob vielleicht für eure Box eine Laborversion verfügbar ist. Und natürlich bedeutet das, wer eine Laborversion kriegt, wird auch irgendwann die 8.2 Final Release bekommen. Also die entwickeln ja nicht an einer Laborversion rum, wenn sie dann am Ende gar nichts daraus machen. Also auf jeden Fall sehr interessant und vor allem für uns interessant, dass auch ältere Modelle noch mit dabei sind. Guckt euch das mal hier an, was da alles so ist. Ich kann ja mal ranzoomen. Da ist viel dabei. Hätte ich nicht gedacht, dass die noch so viel Arbeit in so alte Modelle stecken. Das war's dann wieder. Macht's gut, viel Spaß im Netz und bis zum nächsten Mal. Tschüss.